Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir die schönsten Orte in Würzburg, einer charmanten Stadt in Bayern mit barocken Gebäuden, Weinbergen und viel Geschichte. Los geht's! Unser erster Halt ist die Würzburger Residenz, ein UNESCO-Weltkulturerbe und ein Meisterwerk des Barock. Die Residenz wurde im 18. Jahrhundert erbaut und war der Sitz der Fürstbischöfe. Besonders beeindruckend sind der Kaisersaal und das große Treppenhaus mit dem weltberühmten Deckenfresko von Giovanni Battista Tiepolo, das größte zusammenhängende Deckenfresko der Welt. Die Gemälde zeigen Szenen aus der ganzen Welt: Amerika, Asien, Afrika und Europa sind hier zum Beispiel verbildlicht. Direkt hinter der Residenz befindet sich der wunderschöne Hofgarten, eine grüne Oase mitten in der Stadt. Der Garten ist im französischen Stil angelegt, mit exakt geschnittenen Hecken, symmetrischen Blumenbeeten und eleganten Springbrunnen. Besonders im Frühling und Sommer blühen hier Hunderte von Tulpen, Rosen und anderen Blumen. Nur ein paar Minuten zu Fuß entfernt liegt die alte Mainbrücke, die älteste Brücke über den Main in Würzburg. Sie ist bekannt für ihre barocken heiligen Figuren und ihren wunderschönen Blick auf den Fluss, die Weinberge und die Festung Marienberg. Ein beliebter Brauch ist der Brückenschoppen, also ein Glas fränkischer Wein auf der Brücke, mit Freunden oder einfach beim Sonnenuntergang. Ein absolutes Highlight in Würzburg ist die Festung Marienberg. Sie liegt hoch oben auf einem Hügel am linken Ufer des Mains und ist von fast überall in der Stadt zu sehen. Schon von außen beeindruckt die Festung mit ihren dicken Mauern, Türmen und dem großen Burghof. Sie war über 400 Jahre lang der Sitz der Fürstbischöfe von Würzburg. Die Geschichte der Festung reicht bis in die Zeit der Kelten und Römer zurück. Im Mittelalter wurde sie zu einer starken Burg ausgebaut, später kamen Renaissance- und Barockelemente dazu. Besonders bekannt ist der Rundturm und das spätmittelalterliche Eingangstor mit Schießscharten. Von der Terrasse der Festung hat man einen fantastischen Blick über Würzburg, den Fluss Main, die alte Mainbrücke und die Weinberge. Viele Besucher machen hier Fotos oder genießen einfach die Aussicht. Hoch oben am Nikolausberg, etwas unterhalb der Festung Marienberg, steht das Käppele, eine wunderschöne barocke Wallfahrtskirche. Ihr voller Name ist Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung, aber alle sagen einfach Käppele. Die Kirche wurde im 18. Jahrhundert von Balthasar Neumann, dem berühmten Architekten der Würzburger Residenz, entworfen. Besonders eindrucksvoll ist der Weg hinauf. Entlang des sogenannten Kreuzwegs stehen 14 kleine Kapellen mit lebensgroßen Figuren, die den Leidensweg Christi zeigen. Oben angekommen, wird man mit einem traumhaften Blick über Würzburg belohnt. Der Dom St. Kilian ist eines der bedeutendsten Bauwerke Würzburgs und die viertgrößte romanische Kirche in Deutschland. Er wurde zwischen 1040 und 1075 erbaut und ist dem heiligen Kilian gewidmet, einem irischen Missionar, der als Schutzpatron von Franken gilt. Der Dom ist ein Meisterwerk romanischer Architektur. Dicke Mauern, runde Bögen, massive Türme, all das ist typisch für diesen Stil. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt, aber danach originalgetreu wieder aufgebaut. Im Inneren erwartet dich ein spannender Kontrast. Während das Äußere eher schlicht wirkt, ist der Innenraum hell und elegant. Neben dem Dom steht das Neumünster, eine weitere bedeutende Kirche mit barocker Fassade.
Zwischen den beiden Kirchen befindet sich das sogenannte Lusam-Gärtchen, ein kleiner, ruhiger Innenhof, in dem angeblich das Grab des berühmten Minnesängers Walter von der Vogelweide liegt. Die Altstadt von Würzburg ist das Herz der Stadt. Hier trifft Geschichte auf modernes Leben. Viele der schönsten Sehenswürdigkeiten liegen ganz nah beieinander und lassen sich wunderbar zu Fuß entdecken. Ein guter Ausgangspunkt für einen Altstadtspaziergang ist der Marktplatz, auf dem es täglich einen Wochenmarkt gibt. Hier findest du frisches Obst und Gemüse, Blumen, Brot und regionale Spezialitäten. Gleich nebenan steht die Marienkapelle, eine wunderschöne Kirche im Stil der Gotik mit einer auffälligen roten Fassade und weißen Elementen. Ein paar Schritte weiter gelangt man zum Falkenhaus, eines der auffälligsten Gebäude der Altstadt. Die reich verzierte Rokoko-Fassade ist ein beliebtes Fotomotiv. Heute befindet sich darin die Stadtbücherei und die Touristinfo. Nicht weit von der alten Mainbrücke steht das historische Rathaus mit seinem markanten Turm. Direkt davor befindet sich der Vierröhrenbrunnen, ein beliebter Treffpunkt mit barockem Brunnenbau und Figuren aus dem 18. Jahrhundert. Die Altstadt ist außerdem voller kleiner Gassen, Straßencafés, Boutiquen, Eisdielen und Weinstuben. Besonders im Sommer ist hier viel los. Musiker spielen auf der Straße, Menschen sitzen draußen und es herrscht eine entspannte, lebendige Atmosphäre. Und obwohl ein großer Teil der Altstadt im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, wurde vieles liebevoll wieder aufgebaut, so dass Würzburg heute wieder ein echtes Juwel am Main ist. Würzburg ist nicht nur reich an Geschichte und beeindruckender Architektur, die Stadt hat auch viel Grün zu bieten. Ein ganz besonderes Beispiel dafür ist der Ringpark, eine etwa 3 Kilometer lange Parkanlage, die sich halbkreisförmig um die Altstadt zieht. Der Ringpark wurde im 19. Jahrhundert auf dem Gelände der alten Stadtbefestigung angelegt. Wo früher Mauern, Gräben und Wehrtürme standen, findet man heute breite Spazierwege, Wiesen, große alte Bäume, Blumenbeete und sogar kleine Teiche. Würzburg ist berühmt für seine Weintradition. Schon seit über 1200 Jahren wird hier Wein angebaut. Die Stadt liegt mitten im Frankenweingebiet, einer der bekanntesten Weinregionen Deutschlands. Die Weinberge beginnen direkt in der Stadt. Wenn man vom Mainufer zur Festung Marienberg hinaufblickt, sieht man die berühmten Rebhänge des Würzburger Stein, einer der ältesten und besten Weinlagen Deutschlands. Hier wachsen vor allem weiße Rebsorten. Typisch für Franken ist auch die Bocksbeutelflasche. Sie ist bauchig und flach, einzigartig in Deutschland und sofort erkennbar. Wein ist in Würzburg Teil der Kultur. Es gibt viele Weingüter, Weinfeste und sogar Weinwanderwege. An warmen Sommertagen trinken Einheimische und Touristen den Frankenwein gern in einem gemütlichen Weingarten. Wie kommt man nach Würzburg? Würzburg ist gut mit dem Zug erreichbar, zum Beispiel von Frankfurt, Nürnberg oder Heidelberg. Der Hauptbahnhof liegt direkt am Rande der Innenstadt. Das war unser kleiner Rundgang durch Würzburg. Welche Sehenswürdigkeit hat dir am besten gefallen? Schreib's in die Kommentare. Wenn du mehr über deutsche Städte lernen willst, dann like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss.